Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, zuallererst möchte ich mal die News von gestern noch ein bisschen erweitern, denn im Forum wurde sich dazu nochmal so ein bisschen geäußert, nicht groß, aber eine kleine Erweiterung hat der Post gestern noch bekommen. Und zwar eigentlich nur, dass die Performance-Probleme gestern nicht ganz geschafft worden sind und heute noch ein bisschen dran weiter gearbeitet werden wird. Ne? Das auf jeden Fall dazu. Ansonsten die Aufspielung des neuen Updates, der Elevator Betrug, das neue Thema, wird am Donnerstag bzw. am Freitag stattfinden. Es wird wieder so sein, dass auf S1 und S31 der Elevator wieder einen Tag eher starten wird vor den ganzen anderen Servern, um den wieder mal zu testen, um das damit halt nichts falsch läuft. Das heißt, ich habe wieder das Privileg, dass ich dann euch den Elevator schon einen Tag vorher präsentieren darf, und das werde ich natürlich auch machen. Ne? Wird sich zeitlich bei mir zum Start leider nicht ganz ausgehen, da bin ich noch auf Arbeit, aber ich denke mal, was schimmert denn da oben durch? Da gehen wir mal schnell, das überdecken wir mal schnell, das haben wir nicht gesehen hier. Ich versuche aber so schnell wie möglich zu Hause zu sein, damit ich das Ganze für euch hier am Donnerstag streamen kann. Am Freitag werde ich das Ganze dann auch nochmal streamen, da werden wir dann den offiziellen Start streamen. Aber am Donnerstag bin ich hier auf meinem Main-Account schon mal am Start. Ist ganz gut, dann kann ich mich hier an den Abend ausgiebig um den Elevator kümmern und dann auf den anderen dann die anderen Tage das machen. Auf dem Main ist mir das ja immer am wichtigsten so, ne? Ja, genau, und so sieht das Ganze aus, ne? Aufspielung des Updates 13.1, Elevator Betrug. Moin Moin nochmal, meine Lieben. Ich habe schon einmal Infos zum kommenden Update, dessen komplettes Changelog zwar hier zu lesen ist. So. Ich erzähle euch dennoch etwas dazu. Mit Version 13.1, die heute schon einmal auf Welt 1 und 31 Deutschland aufgespielt wird die neue Charakterklasse, der Barde, schon einmal aufgespielt. Wird er schon einmal aufgespielt, er wird aber erst später für euch verfügbar sein. Natürlich informiere ich euch darüber in den News. Okay, also anscheinend ist er schon auf unserem Server, aber ist noch nicht spielbar. Gut zu wissen. Deutlich eher zu spielen sein wird der Elevator, und dieses Mal ist der Höllenzirkel Betrug dran. Belzebub hat einen überarbeiteten Schleckereienladen, und es gibt ein Belohnungssystem für die einzelnen Teilnehmer und ein neues Belohnungssystem, für die einzelnen Teilnehmer und auch die Gilden. Das werden wir uns natürlich dann zu Genüge anschauen, was so das neue Belohnungssystem ist, und den natürlich überarbeiteten Schleckereiladen. Ne? Start des Elevators wird für die Welten 1 und 31 schon am Donnerstag sein. Ja, um 18 Uhr bin ich dann auch wieder im Stream dabei, also der Jörg, ne? Wahrscheinlich bei Shakes and Fidget, nicht bei mir. Obwohl, würde mich auch mal freuen, ja, kann man auch mal machen. Die übrigen Spielwelten, die das Update dann auch morgen erhalten werden, starten am Freitag in den Elevator. Genaueres folgt dann morgen in den Bergfest-News. Das heißt, morgen gibt es auch nochmal News. Ihr seht oder merkt vielleicht, momentan kommen die Videos nicht pünktlich um 15 Uhr. Das resultiert daher, weil ich immer noch so ein bisschen auf die News warte und dann das an dem Tag dann schon direkt aufnehme. Dann haben wir alle Infos an einem Platz zusammen mit den Events. Der Pilzdealer hat im Zuge dieses Updates ebenfalls ein neues Layout bekommen, und es wurden eine Reihe von Fehlern behoben, die im Changelog aufgelistet habe. Die Clients für Browser S1 online, Android, Steam ebenfalls werden bald bereitstehen. Okay, also neuer Client hier auch am Start, und so sieht das Ganze hier aus. Kriegen wir das nochmal in groß? Nee. Aber ich denke mal, ich werde es nochmal in groß ins Thumbnail packen oder so. Ja, das hier ist der Changelog. Der geht von hier bis hier anscheinend. Bade hinzugefügt, Elevator, Betrug hinzugefügt, Verbesserung. Elevator, Belzebubs Emporium, Schleckereien in Hinblick auf Preise und Effekte überarbeitet und erweitert. Okay. Mal schauen, der stand ja letztes Mal ziemlich in Kritik,
da der ja schon relativ teuer ist, so der Shop an sich und es halt ja ein relativ unnötiges Pilzinvestment ist, was man hier dadurch tätigen muss, gab es halt beim ersten Elevator nicht. Belohnungssysteme für Spieler und Gilden überarbeitet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht werden jetzt auch die Gildenbelohnungen ein bisschen mehr rewarded, belohnt. Ne? Und nicht diese Einzelspielleistung für die Spieler, weil es halt letztes Mal dazu kam, dass fast jeder für sich alleine spielt und nur bis zu einem bestimmten Punkt, bis man diese Belohnungen pro Tag erreicht hat und dann nicht mehr weiterspielt, weil man ansonsten, wie man es bei mir gesehen hat, in eine Zwickmühle kommt. Denn dann pilzt man sich durch und schafft die dann vielleicht fast gar nicht mehr, die Belohnungen zu bekommen jeden Tag und das ist extrem teuer dann. Genau, Textkorrektur für Steckereien, wenn man keine Waffe trägt, okay. Pilzdealer-Funktion, Layout, okay, das haben wir. Taverne, der Quest mit Santo überspringen-Button deaktiviert, sich nur in einige Sekunden vor Ablauf der Questzeit. Interessant, okay. Behobene Fehler, allgemein, manche Spielwelten waren von w1.net aus nicht aufrufbar, Abhakliste. Ist nun auch scrollbar, okay. Sammelalbum, Achievement, Wirbelwindsstürmer, entsperrte sporadisch erst, wenn man einen weiteren Schatten-Dungeon-Gegner besiegt, okay. Charakter, unbekannt. Gegenstand im Slot der zweiten Waffenhand, Loot initial als weißes Quadrat. Stimmt, das habe ich auch schon mal gehabt, ja, ist lustig. Sporadische Fehlerbehoben. Es ist lustig, wenn man sich das so durchliest hier, was eigentlich alles auftritt in dem Spiel und das dann auch so direkt vor Augen hat, so manche Bugs und sowas noch, ist schon echt lustig, ja. Naja gut, ansonsten, wer hier sich das noch weiter alles durchlesen möchte, was hier noch alles behoben wird an Fehler und was vielleicht noch behoben wird noch weiterhin, kann dies gerne machen. Fehlerberechnung der Geheimauftrag-Boni bei Hydra 20 behoben. Fehler, da kam es zu Fehlerberechnung, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich wusste nur, dass man bei der Hydra, das hier auf dem neuen Backend, die Dings nicht mehr angezeigt wird hier. Die Erfahrungsanzeige hier. Also sonst resultierte ja noch daraus so und so viel Prozent durch die Hydra. Das ist jetzt hier zum Beispiel gar nicht, zum Beispiel hier wie bei einer Quest, das und das resultiert dadurch und dadurch entsteht dann dieses Ergebnis an Erfahrung, was man bekommt in der Quest. Und das hatte man hier eigentlich auch gehabt, aber ist nicht da, leider. Ja, war früher mal da, hat mir sehr zugesagt, ist jetzt aber leider nicht mehr da. So, 19-köpfige Hydra haben wir hier auch am Start. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, ich werde am Donnerstag zwischen, sagen wir mal 19 und 20 Uhr, irgendwann werde ich da so live kommen, ja. Irgendwann da so. Also ich gehe mal von aus, der wird wieder um 16 Uhr starten, der Elevator. Da bin ich noch nicht am Start. Ich bin dann ein paar Stunden später dann erst live. Also könnt ihr euch da schon mal vormerken, am Donnerstag abends zwischen 19 und 20 Uhr komme ich live und dann werden wir schon mal den Elevator auf meinem Server durchspielen. Dann könnt ihr euch das schon mal anschauen. Dann kann ich schon mal ein bisschen als Fehleranalyse schon mal herhalten. Kann euch das ein bisschen vorspielen. Ne? Der ein oder andere steht ja so ein bisschen auf Vorspiel vielleicht, man weiß es nicht, ja. Und dann kann man natürlich auch aus den Dingen schon ein bisschen lernen, was ich dann hier an Fehler vielleicht gemacht habe und für sich selbst das dann den nächsten Tag dann besser spielen. Ansonsten ist ja dann halt am Freitag, hier haben wir schon den Elevator, da lädt er, da ist er am Start. Also der startet um 16 Uhr jetzt, wenn man es jetzt sich durchrechnet, ja. Ansonsten am Freitag bin ich, denke ich mal, dann auch nochmal live. Da dann halt schon zum offiziellen Start eigentlich dann vom Elevator dann auch nochmal auf W27 und W50. Da wartet dann eventuell auch noch mal, man weiß es nicht, man munkelt noch eine kleine Überraschung für euch, ja. Was könnte das sein? Genau, und das sind auf jeden Fall erstmal so die News für die kommenden Tage. Ne? Ich bin sehr, sehr gehypt drauf. Das ist jetzt der erste Elevator mit, mit der neuen Gilde, in der ich bin hier. Und ich bin gespannt, wie jetzt das hier aussehen wird. Ich habe das ja noch von der alten Gilde noch in Erinnerung, ne, dass ja auch viele Leute teilweise nicht gespielt haben oder nur sehr, sehr wenig. Und ja, da bin ich sehr... Entschuldigung. Ich bin gerade aufgestanden, da bin ich sehr auf das Ergebnis gespannt.
und vor allen Dingen halt auch auf die weltweite Platzierung, falls sich da wieder jemand die Mühe macht und das dann zusammenträgt, wie wir hier dann abschneiden werden, denn, ne? Als Gesamtgilde denn. Ja, und wie gesagt, ich bin auf das neue Belohnungssystem auch sehr gespannt. Ich hoffe mal, dass sie ja, das so gestalten, dass man tatsächlich für die Gilde auch ein bisschen mehr machen kann, anstatt für sich selbst und sich dann eventuell künstlich ja, cutten muss, sag ich mal. Also, dass man eben nicht weiterspielen kann, obwohl man weiterspielen könnte, halt nur eben aus der Angst, dass man die täglichen Belohnungen nicht bekommt. Und das fand ich halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Das hat so ein bisschen den Spirit vom ersten Elevator so ein bisschen gekillt, dass man da dann als Gesamtleistung zusammen addiert, denn als Gilde entweder weiter oben steht oder weiter unten, und das ist jetzt so ein Mischmasch irgendwie, je nachdem, wie weit jeder Einzelne spielen möchte, aber nicht kann. Und ja, das hoffe ich mal, das wird ein bisschen besser werden in dem Elevator. Werden wir testen. Am Donnerstag abends zwischen 19 und 20 Uhr bin ich live circa. Und bis dahin war es das soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ansonsten, ja, für weitere News solltet ihr auf jeden Fall den Kanal kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und das war's dann soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.